thinks I'm crazy. So much talk, so little care. Yeah, I've been doing just fine lately. Rolling my eyes at the petty stairs. Even the man with the Bible doesn't know the answers. But I feel I'm almost there. Willkommen zu einem neuen Video, einem neuen Monatsvlog. Ich habe mich für diesen Vlog aber dazu entschieden, dass ich Juni und Juli zusammen in einem Vlog veröffentlichen möchte, damit ich einfach wieder zurück zu meinem normalen Schedule komme, weil es hat sich irgendwie in den letzten Monaten so krass verschoben, dass jetzt irgendwie immer ein Monatsvlog in der Mitte des Monats kam. Und eigentlich möchte ich es so haben, dass der Monatsvlog dann am Ende des Monats kommt oder wenn dann in der ersten Woche des neuen Monats und dann ein 7 Days, 7 Looks dann dazwischen, also so in der Mitte des Monats. Und ja, das war irgendwie total schwierig für mich, das irgendwie wieder so hinzubekommen, dass es passt. Und habe ich dann, ja, dann war es das Schlauste in meinem Kopf. Ich lasse ein 7 Days, 7 Looks ausfallen und mache dann Juni und Juli zusammen und habe das dann einfach wieder zurück im richtigen Rhythmus. Und hoffentlich kann ich das dann auch für den Rest des Jahres auch wieder einbehalten. Und hoffentlich wird dann auch dieser Vlog ein bisschen länger als der letzte Vlog, weil der war ja nur so eine Viertelstunde lang. Und ihr mögt es ja eigentlich ganz gerne, wenn ich längere Vlogs veröffentliche. Und ja, hoffentlich wird der dann länger. Und dann viel Spaß mit diesem Vlog. Wir haben uns endlich mal so einen Teppich- oder Sofareiniger ausgeliehen bei DM. Das kann man ja kostenlos machen, man muss nur irgendwie das Reinigungsmittel bezahlen. Und ja, dann habe ich endlich mal die Couch im Wohnzimmer sauber gemacht. Also wir haben die Couch, seitdem wir sie haben, nicht einmal gereinigt. Wir hatten zwar ab und zu mal so kleinere Flecken, die wir dann auch super einfach entfernen konnten, aber so eine richtige Grundreinigung haben wir mit der Couch noch nie gemacht. Es wirkte auch nie so wirklich nötig, weil sie nie dreckig oder so aussah. Aber ich dachte, nach so einer langen Zeit, ich glaube jetzt fast 5 Jahre, sollte man das mal machen. Und wow, ich kann euch sagen, das Wechselwasser von diesem Gerät nach einem Durchgang, das war auch echt gut schmutzig. Also es war dann doch eine gute Idee, das mal zu machen. Es war sehr interessant für mich zu sehen, wie viel Schmutz da drin ist. Ich fand, das hat alles sehr easy geklappt mit dem Ausleihen und so und mit dem Reinigen an sich. War sehr einfach zu handhaben. Es ist halt einfach ein super schweres Gerät, aber es lohnt sich. Und ja, dann habe ich auch dieses, wie nennt man dieses Ding, also dieses andere Sofa-Ding, was wir im Schlafzimmer haben, habe ich dann noch gereinigt. Da hatten wir nämlich tatsächlich einen größeren Fleck, den wir nicht so einfach rausbekommen haben. Und jetzt ist er so ein bisschen weniger sichtbar. Und hier haben wir jetzt das Nachher, also die Couch ist da noch ein bisschen feucht. Man sollte auf jeden Fall das an einem Tag machen, wo man die Couch den ganzen Rest des Tages nicht benutzt, weil sie echt ein bisschen länger braucht, um zu trocknen. Aber ja, kann ich auf jeden Fall sehr weiterempfehlen, so ein Gerät bei DM oder so auszuleihen. Also für mich geht es in den nächsten Tagen für die 3 Days of Design nach Kopenhagen. Und ich wollte dafür schon mal meine Outfits raussuchen, weil ich werde nur mit Handgepäck verreisen, also kleine Tasche und Handgepäckstrolli. Und ja, muss deswegen minimal packen und vorplanen. Und da ich nicht weiß, ob ich dann dort so großartig viel filmen werde, dachte ich mir, ich nehme euch hier in diesen Packprozess mit, beziehungsweise in dem Outfit-Findungsprozess. Was heißt Findungsprozess? Eigentlich habe ich mir schon Outfits überlegt und die werde ich jetzt anziehen und euch die zeigen. Und ja, ich habe hier schon mal was an. Achso, dazu gesagt, das Wetter in Kopenhagen sieht nicht ganz so rosig aus. Also es ist schon so ein bisschen kälter und eventuell regnet es, aber hoffentlich regnet es nicht.
Also ja, es ist jetzt nicht so das krasseste Juniwetter, was man sich erhoffen würde sonst. Ja, jedenfalls, ich habe hier als allererstes eine schwarze Korthose an. Kann man das erkennen? Ich glaube nicht. Aber ja, schwarz und super bequem. Das ist sozusagen die Devise. Und dann ein einfaches weißes T-Shirt von Arket. Und ich habe jetzt darunter hier so einen schwarzen BH an, weil der andere in der Wäsche ist. Aber ja, für jetzt ist es erstmal okay. Das sind die Schuhe, die ich mitnehmen möchte. 4 Stück. Und ich bräuchte am liebsten 3 Outfits und dann so für 2 Abende ein Abendoutfit. Und das erste Outfit ist die Hose, das T-Shirt. Vielleicht werde ich beim Flug diese hier anhaben und dann erst bei Ankunft in diese wechseln. Einfach um es nochmal ein bisschen bequemer zu haben und ein bisschen weniger Zeit in den Schuhen zu haben, obwohl die schon trotzdem sehr, sehr bequem sind. Also dann dachte ich mir, dass ich dazu dann mein Hemd von Gant, so, aber da man dazu noch irgendwie eine leichte Jacke bräuchte, würde ich dann noch meinen Blazer von COS drüber anziehen. So, das könnte das Outfit für den ersten Tag sein, so ein bisschen layered. Wir haben am ersten Tag erst am Abend Programm und tagsüber können wir das so ein bisschen frei gestalten. Und ja, das wäre, glaube ich, ganz schick und trotzdem sehr bequem, vor allem auch für den Flug und so weiter. Und ja, also das ist dann tagsüber. Ach ja, Tasche ist dann meine bei Marlene Bier Tasche. Falls es noch kälter sein sollte, habe ich auch meinen Kaschmir-Pullover von Anine Bing mit, den ich mir dann so umhängen kann als Schal quasi oder auch gegebenenfalls anziehen könnte, wenn es wirklich ganz kalt ist. Und ja, ich finde, das ist irgendwie auch ganz cool als Layering Detail. Jetzt die Frage, wie kann man das umändern für den Abend, weil ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie die Umziehsituation ist, ob man da groß Zeit hat oder einen eigenen Raum dafür und so weiter. Aber ich könnte Option 1 den Blazer dann ausziehen. Also für ein Dinner im Hotel. Und dann statt den Margielas die Totem Heels, einfach damit es so ein bisschen luftiger ist und ein bisschen ja, offener. Und dann als Tasche die kleine weiße The Row 90s Bag. Das wäre auf jeden Fall auch irgendwie ganz cool. Aber auch sehr lässig, also sehr casual, obwohl es halt irgendwie ein Hemd ist und so weiter. Aber mal gucken. Ich würde mir noch bereithalten, eine zweite Alternative zu haben, die so ein bisschen mehr dressy aussieht, aber trotzdem bequem. Falls ich das Gefühl habe, dass so der Vibe irgendwie ein bisschen schickerer ist als jetzt das. Aber ja, diese Sachen hätte ich ja dabei. Deswegen wäre das jetzt auf jeden Fall auch eine Möglichkeit. Dann gucken wir mal die andere Möglichkeit an. So, das wäre jetzt die zweite Alternative für das Dinner. Ist so ein bisschen schicker. Ich habe hier einmal einen Maxi-Rock von COS mit hier so Belt-Loops und Zipper vorne. Und eine Weste auch von COS, die sind aber nicht aus dem gleichen Jahr. Und dann die 90s Bag und die Tubby Pumps. Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen mehr appropriate eventuell. Werde ich mal austesten, werde ich auf jeden Fall mitnehmen. Und mit dem Rock wären wir dann auch bei dem Outfit, den ich für den dritten Tag im Sinn habe. Der wird diesen Rock beinhalten und den ziehe ich jetzt mal an. Und zwar habe ich hier diesen Look im Sinn. Also wir haben hier wieder den Maxi-Rock und dann mal etwas Farbe mit diesem grünen Totem-Pullover. Und darunter dann das T-Shirt von Tag 1 und wieder die Tasche und als Schuhe entweder die Arket Loafers
oder die Mesh Ballerinas. Ich würde sagen, je nachdem, ob es regnen wird oder nicht. Die hatte ich auf jeden Fall letztes Jahr schon in Kopenhagen an, wo es sehr oft geregnet hat und hat eigentlich ganz gut funktioniert. Ja, und wenn es nicht regnen sollte, dann die. Und ich könnte auch den Blazer drüber anziehen. Mache ich mal eben. So wäre das Ganze mit Blazer. Funktioniert auf jeden Fall auch. Auch hier könnte ich noch den schwarzen Annie de Bing Pullover als Schal drüber nehmen. Als extra Layer, je nachdem, wie kalt es dann sein sollte. Ich finde, ich kann das immer sehr schwer abschätzen. Die Temperaturen sehen nicht großartig aus, aber ja, wer weiß, wie die gefühlte Temperatur dann wirklich ist. Naja, das wäre jedenfalls Outfit Nummer 3 für den 3. Tag. Und dann fehlt mir nur noch was für Tag 2. Und da wird es nicht ganz so einfach, habe ich das Gefühl. Also, ich würde tendenziell noch eine Jeans mitnehmen. Das ist hier eine von Arcad. Und dann haben wir hier wieder das Gunhemd von dem 1. Tag und die The Road Tasche. Dann Ohrringe von Sophie Bille Brahe, damit es so ein bisschen was Interessantes hat. Und dann Totem-Sandalen. Das könnte ich eventuell beim Dinner am 2. Tag anziehen, wenn es Indoor sein sollte. Wenn nicht, dann habe ich auf jeden Fall ein Problem. Dann müsste ich, glaube ich, ein bisschen umdisponieren und vielleicht alles layern, was ich irgendwie mit habe. Oder andere Schuhe nehmen, die geschlossene mit Socken oder so. Oder zumindest die Pumps und nicht offene Sandalen. Aber mir würde das am ehesten mit den Totem-Sandalen gefallen. Und naja. So, für die Bootsfahrt würde ich nämlich meinen navyblauen Loewe-Mantel mitnehmen, weil ich finde, den kann ich mich am ehesten einkuscheln, wenn es da irgendwie windig sein sollte und so. Und ich mag das eigentlich zu Jeans ganz gerne und dann eigentlich auch zu den Totem-Sandalen. Aber ich muss gucken, ob ich vielleicht tagsüber erstmal andere Schuhe nehme und dann erst abends in die Heels wechsle und vielleicht tagsüber könnte ich die Alaya-Sandalen, nicht Sandalen, Ballerinas dann nehmen. So, dann ist es ein bisschen entspannter zum Rumlaufen und so weiter. Aber ja, es ist eine komische Kombination wahrscheinlich mit offenen Schuhen und Wintermantel. Aber ist halt auch irgendwie so eine komische Mischung aus, es ist Juni, aber das Wetter ist unberechenbar. Keine Ahnung. Das sind jedenfalls jetzt die Klamotten, die ich mit haben werde und die 4 Paar Schuhe und 2 Taschen. Das passt auf jeden Fall wunderbar alles in meinen Handgepäck-Trolley rein. Und zumindest kann man die Sachen alle miteinander gut kombinieren. Und ja, falls ich notfalls irgendwie doch total umdisponieren muss, dann habe ich, glaube ich, ganz gute Sachen dabei. Nur die Schuhwahl ist auf jeden Fall ein bisschen optimistisch, aber gucken wir mal. Ich muss deine auch mal aufsetzen, aber ich glaube, deine würde mir so droopy Face. Immer was aussehen. Oh Mann, jetzt Sonne, jetzt aber gucken. Das ist jetzt nur wieder Yellowstone-mäßig hier, so die Aussicht. Und gestern
A lot of holiday homes in Denmark that we think are just extraordinary. So she will. I told your sister you can actually fry them, and then Then there's 3 different salads. The very colorful one is at I'm just gonna take it day by day. I'm just gonna take it day by day. Das kommende Wochenende wird endlich sommerlich. Und was ist? Ich habe Corona. Naja, dann nehme ich mir das zum Anlass, schön faul auf der Couch zu liegen mit meiner Decke. Also was heißt faul? Ich habe heute auch schon ein bisschen was geshootet, musste bügeln und keine Ahnung was, deswegen bin ich auch geschminkt. Aber jetzt ist Zeit zum Chillen und ich gucke ganz, ganz viele Harry Potter Behind-the-Scenes-Sachen jetzt, weil irgendwie bin ich auf irgendein Video gestoßen und bin jetzt quasi hooked und habe jetzt wieder so eine Phase, wo ich dann alles Mögliche darüber durchgucke, alle Behind-the-Scenes-Sachen, die ich auf YouTube finden kann. Und ja, das mache ich jetzt. Vielleicht gucke ich dann irgendwann auch noch in den nächsten Tagen die ganzen Filme. Das wäre auch nicht undenkbar. Aber ich habe viel, viel mehr Lust, die ganzen Bücher mal wieder zu lesen. Wie auch immer. Vielleicht komme ich auch gar nicht dazu, die zu lesen und gucke einfach nur Filme. Und ja. They have the same relationship between Rupert, Dan and Emma as between the characters. Obviously we've been through a lot together, been through this whole... Ich habe gerade ein neues 7 Days 7 Looks Video abgefilmt und jetzt muss ich wieder die ganzen Klamotten wegräumen und die Couch wieder so ein bisschen zurück verschieben. Weil ich weiß nicht, ob ich das mal erwähnt habe, aber ich muss immer so ein bisschen die Couch und das Regal hinten nach hinten verschieben, damit ich ein bisschen mehr Platz habe, damit man mehr Füße und so weiter sieht. Aber ich kann es nicht noch weiter nach hinten verschieben, weil dann sieht die Lücke zu groß aus und es sieht dann irgendwie blöd aus. So sieht das übrigens immer aus, wenn ich filme. Das habe ich schon vor Ewigkeiten mal gezeigt, wie das aussieht. Ich bin auf jeden Fall ordentlicher geworden. Also ich habe das jetzt immer schön ordentlich hier so, relativ ordentlich alles bereitgelegt. Und im anderen Zimmer hängen dann so die Sachen, damit sie nicht zerknittern und die griffbereit sind. Ja, und hier eigentlich dann auch noch. Ja, die Kissen zum Beispiel mache ich auch immer weg. Und ich mache auch immer den Fernseher weg, wenn ich filme, weil ich das Gefühl habe, dass er irgendwie einen Schatten erzeugt und ich will so viel Licht wie möglich haben. Bei dem Wetter auch notwendig. Also es ist halt immer sehr, sehr wechselhaft. Jetzt sind wieder nur kleinere Wolken da, aber vorhin war so eine dickere Wolke. Naja, allgemein ist das Sommerwetter dieses Jahr ja sehr, sehr unsommerlich. Also es ist relativ kalt und sehr, sehr, sehr regnerisch. Aber naja, was soll man machen? Ist halt so. Ich bin übrigens wieder genesen von Corona. Gott sei Dank, das hat so ungefähr eine Woche gedauert, dass ich krank war. Und für mich das erste Mal sozusagen, dass ich so richtig krank bin durch Corona. Also das ist jetzt nur mein zweites Mal Corona gewesen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt an einer anderen Stelle schon erwähnt habe. Und beim ersten Mal hatte ich nur einen Tag lang Husten, aber diesmal war ich wirklich schon ziemlich krank und konnte mich gar nicht bewegen. Aber jetzt ist alles gut. Ich habe auch keinen Schnupfen mehr und ja, ist überstanden. Mi ist auch drauf.
Yeah, it's amazing. I called my mom last night at like 11. Ich habe am Geburtstag ja ganz viele Portionen Panna Cotta gemacht und an dem Tag war ich irgendwie nicht ganz so geflasht von dem Dessert, also ich war nicht ganz so überzeugt. Wir hatten dann aber hier noch so eine große Schale übrig, die ich dann gestürzt habe. Die war 2 Tage noch im Kühlschrank und konnte so richtig fest werden und dann fand ich es richtig gut. Dann hat mich das Dessert dann doch noch überzeugt. Also ich glaube, ich muss es doch nochmal machen, weil so, wenn man es dann länger im Kühlschrank hatte, dann irgendwie kam der Geschmack von der weißen Schokolade viel besser raus und die Konsistenz war viel, viel besser und irgendwie mehr satisfying. Boah, es ist so hell. Ich hoffe, meine Augen tränen nicht. Aber ich bin so lichtempfindlich. Jedenfalls, ich bin heute Abend endlich mal wieder mit Daisy und Erika zusammen zum Abendessen verabredet. Es ist schon lange her, dass wir zu dritt mal was gemacht haben. Und ja, ich freue mich schon drauf und ich wollte euch mein Outfit zeigen. Ich habe hier nämlich so ein ganz altes Kleid an, was ich schon super lange im Kleiderschrank hatte, aber ungefähr nie anhatte quasi. Und zwar ist es dieses Kleid von Mango. Und ja, wie gesagt, es ist super alt, ich hatte es nie an, aber ich konnte es einfach nie aussortieren, weil ich diese Farben und das Muster so total schön fand. Das Ding bei dem Kleid ist, um es so als Mini-Kleid zu tragen, ist es an mir so ein bisschen zu lang. So sieht es dann so ein bisschen schnell, ja nicht modern aus, ein bisschen altbacken aus. Aber mit einer Hose drunter kombiniert ist es dann wieder cool, finde ich. Also in meinen Augen zumindest. Ich gehe mal weiter zurück. Also so sieht es dann aus. Ich habe eine Paloma Wool Pants drunter an und so braune The Row Sandalen. Ja, so finde ich es dann wiederum richtig cool. Also wenn ich es als Kleid tragen möchte, dann müsste ich es, glaube ich, kürzen, damit es irgendwie wirklich an der Hälfte von meinem Oberschenkel endet und nicht irgendwie kurz beim Knie. Oder auf dem Knie ungefähr. Ja, es ist so wirklich Knielänge und das ist irgendwie keine gute Länge.
ja, das ist das Outfit und als Tasche habe ich eine neue Tasche. Und zwar diese Tasche hier von Alaya, die Curl Bag bzw. Herztasche. Und die ist einfach super süß. Also ich habe schon lange mit ihr geliebäugelt und jetzt bin ich doch letztendlich schwach geworden, weil ich auch einen Gutschein hatte bei Net-a-Porter und ich habe viele Sachen bestellt und viele Sachen auch wieder zurückgeschickt und am Ende dachte ich mir, komm, dann entscheide ich mich einfach für die Tasche. Und ja, ich bin super happy damit, weil die ist einfach so süß. Ich habe ja sehr viele so seriöse Taschen, würde ich sagen, so schicke, ja, so seriöse Taschen einfach. Und das ist mal so eine, die ein bisschen mehr Fun ist, wenn ihr wisst, was ich meine. Und das finde ich irgendwie ganz cool. Und jetzt zu dem Outfit finde ich die auch super cute. So. Kann man machen, denke ich. Mal gucken, falls wir draußen uns setzen möchten im Restaurant, nehme ich lieber noch einen Blazer mit. Und da habe ich hier meinen kurzen Vintage Blazer von Yves Saint Laurent. Ich finde, das passt irgendwie da ganz gut zusammen, als wenn ich jetzt nochmal einen langen Oversize Blazer dazu hätte. So ist es irgendwie ganz süß. Ja. Ich mag auch die Details mit den Knöpfen. Ach ja, bei der Tasche finde ich außerdem noch cool, dass man die Träger super easy verstellen kann. Sehr, sehr wichtig für kleine Personen wie mir. Und ja, das ist dann mein Outfit für heute Abend. Ich freue mich schon drauf. Wie gesagt, es ist lange her, dass wir uns zu dritt getroffen haben. Und wir gehen jetzt Cicconis. Wie ihr wisst, liebe ich das Cicconis. Ich finde die Pasta da einfach super lecker. Und auch das Ambiente finde ich persönlich sehr schön. Und was sonst? Ja, ich habe das Gefühl, dass ich heute Abend Lust habe auf einen Cocktail. Zumindest einen Cocktail. Wie ihr wisst, trinke ich ja eigentlich seit diesem Jahr nicht. Aus keinem ganz so bestimmten Grund. Einfach, dass es nur so ist, dass ich immer nach Alkohol, dass ich da merke, dass es mir nicht so gut tut. Aber ich bin jetzt nicht so super strikt mit mir, deswegen, also wenn ich so heute wirklich so die Lust dazu verspüre, genehme ich mir einen Drink. Und ja, das Outfit ist gut. Boah, jetzt ist mir aber schon so warm. Ohne Blazer ist es auf jeden Fall viel, viel besser. Ja. Mal gucken, was die anderen beiden anhaben. Das ist immer so mit uns dreien. Wir sind halt so Fashion Girls und deswegen immer wenn wir uns dann zusammen treffen, haben wir dann extra Bock, uns irgendwie süß oder schick anzuziehen. Ja, so viel dazu. Esoteric. It's like switch, take the help of Also Leute, morgen ist Storms und Marius Hochzeitsfeier und wir freuen uns schon richtig drauf. Es wird bestimmt richtig, richtig schön. Und da ich jetzt schon das Gefühl habe, beziehungsweise jetzt schon weiß, dass wir morgen früh bestimmt nicht so viel Zeit oder Kopf haben, ja, um unsere Outfits zu vloggen oder so, oder dass ich dazu erzähle, was wir tragen, dachte ich mir, es ist vielleicht ganz schlau, wenn ich das jetzt schon mache. Also, der Dresscode ist Cocktail und ich fange mal mit dem Outfit von Johannes an. Dazu gesagt, morgen wären es über 30 Grad, also auf jeden Fall nicht gerade kalt. Also, hier haben wir Johannes Outfit. Angefangen mal mit diesem Hemd hier, das ist von MF Pen. Das ist so ein beiges Off-White Leinenhemd mit Struktur, was auch so ein bisschen locker geschnitten ist mit Brusttaschen. Und die Idee ist, dass er das auch relativ aufgeknöpft trägt mit so Kette, die man dann raus sieht und auch aufgeknöpften Ärmeln, damit es so ein bisschen lässiger ist. Und dazu hat er noch einen schwarzen Leinenanzug. Das ist jetzt eine von Arket mit Gürtel. Aber dadurch, dass es ja wie gesagt über 30 Grad morgen sein wird, glaube ich fast, dass er nicht den Blazer dazu tragen wird. Also er wird den auf jeden Fall mitnehmen, damit er den Just in Case dabei hat und als Set auf jeden Fall da hätte.
Aber ich habe schon das Gefühl, dass es viel zu heiß sein wird und er dann nur Hose, Gürtel und Hemd anhaben wird. Und dazu trägt er dann so Tots Loafers. Die sind echt ganz cool, weil die sind so eine gute Mischung. Also die sind ein bisschen eleganter, aber nicht zu elegant, nicht zu streng, nicht zu schick, weil sie einfach so ein bisschen diese flexible Sohle haben. Und ich denke, das ist irgendwie dann relativ perfekt irgendwie für das Wetter, für den Dresscode, für den Vibe einfach. Ich denke, das passt sehr gut dazu. Und dann hat sich dazu Johannes noch Socken ausgesucht, die er dazu kombinieren möchte, und zwar so grüne Socken. Und ja, ich finde, das ist irgendwie eine sehr coole Wahl. Dann ist es so ein bisschen so ein Pop-of-Color, der dann rausguckt, wenn er sich hinsetzt oder so. Und ja, also das ist sein Outfit. Und mein Outfit wird dann dieses Kleid hier von Totem. Das ist an mir bodenlang und hat einfach einen super schönen Schnitt, so ein bisschen enger um die Taille und dann so lässige T-Shirt-Ärmel und einfach dieses Blumenmuster finde ich super schön und es passt dann einfach perfekt zum Anlass. Dieses Kleid hatte ich schon super lange in meinem Kleiderschrank. Also ich glaube nicht 2023, sondern ich glaube, ich habe es 2022 gekauft. Als ich das gesehen habe, dachte ich schon, oh, das ist voll das schöne Hochzeitsgast-Outfit, obwohl ich in dem Moment noch zu keiner Hochzeit eingeladen war und keine in Aussicht stand, dachte ich so, ja, das ist auf jeden Fall ein super schönes Kleid. Und dann habe ich es quasi die ganze Zeit über gebunkert und auf den richtigen Moment gewartet. Und die Hochzeitsfeier von Storm und Marius ist der perfekte Moment. Und ja, dann werde ich das morgen anziehen. Das passt zum Thema sehr gut, beziehungsweise zum Dresscode. Und dazu als Schuhe werde ich dann die The Row Sandalen nehmen. Die hatte ich dann auch bei unserer Hochzeit schon bei meinem Party-Outfit an. Und ich weiß, dass ich in denen lange tanzen kann, lange aushalten kann. Und ja, deswegen sind die auf jeden Fall eine gute Wahl. Als Tasche werde ich dann, weil es einfach auch sehr gut zum Thema passt, zum Thema Liebe, die Herztasche von Alaya werde ich dann nehmen. Die passt auch ganz gut zum Kleid, finde ich. Und ja, ich finde, das passt dann auch ganz gut zusammen, also Johannes und mein Outfit. Also ja, es sind halt neutrale Farben, da kann man, glaube ich, nicht viel falsch machen. Aber ja, finde ich ganz gut so zusammen. Naja, als Sonnenbrille werde ich dann die von Phoebe Philo nehmen, weil die ist einfach cool. Und dann werde ich auf jeden Fall noch einen Fächer mitnehmen, weil wie gesagt, es werden über 30 Grad. Den werde ich bestimmt brauchen. Den habe ich in Kyoto gekauft. Super schön. Und ja, das waren unsere Outfits. Ich habe meine Haare extra heute schon gewaschen, weil die sind eigentlich am ersten Tag immer so ein bisschen flüssiger bei mir. Vor allem hier so am Ansatz. Und dann ist meine Hoffnung, dass sie dann morgen so ein bisschen glatter sind, so ein bisschen ja, nicht mehr so frizzy. Und dann werde ich sie nochmal mit der Rundbürste stylen. Und ja, so sind wir schon mal prepared und wir freuen uns voll auf morgen. Wie gesagt, ich denke, es wird super schön und wir freuen uns auch außerdem, einfach nur Hochzeitsgast zu sein. Das ist auch mal ganz cool, dann das wieder aus der Perspektive erleben zu können und genießen zu können und feiern zu können. Und ja, ich werde versuchen, morgen, so gut es geht, das zu vloggen, damit Storm auf jeden Fall auch so ein bisschen Vlog-Content hat. Aber ich bin mir nicht sicher, wie viel ich schon davon in diesen Vlog reinnehme, weil ich will da jetzt nicht so viel vorwegnehmen. Ja, vielleicht werde ich nur so ein paar kleine Impressions mit reinnehmen. Aber ja, wenn ihr das Ganze dann sehen möchtet, dann guckt da einfach auf Storms Kanal bzw. Instagram-Kanal vorbei. Ja, also das sind unsere Outfits und wir freuen uns auf morgen. Ich glaube, so ist gut. Video.
let's get down, good friends. The dust hasn't settled, but it's settling in. Bring your booze and your sorrows, wipe your tears, put on your best. We'll do it justice, take my word. Washed up, or so it seems, in the west of lucid dreams. I wore the same clothes all week, and the crashes come and go, cursing life and punching walls. But there's nothing to be done here anymore. So we'll cry and we'll laugh and we'll drink to lost time. It's a terrible occasion, but a beautiful sight. And while our hearts are still aching, we'll be raging through the night. You would have loved it, old friend, if it wasn't so sad. Okay, dann gehen wir jetzt los. Lisi und ich gehen jetzt ins Kino, gucken Tristas. So, und dann bin ich wieder in einem etwas schickerem Outfit. Wir gehen nämlich auf den Geburtstag von Sophie und ich hatte gar keine Ahnung, was ich anziehen soll. Habe dann aber dieses Kleid hier im Kleiderschrank gefunden. Das ist so ein Kleid von COS. Weiß aber nicht, von wann es ist, ehrlich gesagt. So ein bisschen steifer, es hat so eine steifere Form irgendwie. Aber okay, ich bin nicht so ganz happy mit diesem Kleid, weil es sieht so ein bisschen puppenhaft aus irgendwie. Aber ich habe jetzt irgendwie keine Ahnung, was ich sonst anziehen soll. Und dann dachte ich mir, dass ich vielleicht dann die ganze Zeit so einen längeren Blazer dazu anhaben werde. Hier so ein Blazermantel, wie auch immer. Das ist jetzt, der ist von And Other Stories. Ich glaube, den gibt es auch noch. So, dann sieht es ein bisschen cooler aus als nur mit dem Kleid. Und dann auch wieder die Alaya-Herztasche. Na, wie kann ich euch denn hinstellen, dass ihr das ganze Outfit seht? Ja, egal, ich kriege es jetzt nicht ganz Körper, deswegen so müsst ihr euch das Outfit so vorstellen. Ist ja auch egal und nicht so wichtig. Ich wollte an dieser Stelle eigentlich einfach diesen Vlog beenden, also das Outro machen und mich verabschieden quasi, weil ich werde jetzt nur noch heute Abend vielleicht ein bisschen filmen und dann ist der Monat Juli dann auch zu Ende und wir haben halt Samstag, den 27. Juli und morgen ist Sonntag und ich möchte das Video morgen online bringen, muss dann halt noch die neuesten Clips irgendwie rein editieren und das alles fertig machen und dann kommt das Video hoffentlich nicht allzu spät am Sonntag online. Und ja, also das waren jetzt Juni und Juli. Es waren 2 Monate mit vielen Feierlichkeiten, vor allem jetzt im Juli. Also Disi und ich hatten Geburtstag, dann war die Hochzeitsfeier von Storm und Marius und jetzt der 30. Geburtstag von Sophie. Also viele Feierlichkeiten, viele Social Events und ich glaube, Johannes und ich brauchen so ein bisschen Social Pause, habe ich das Gefühl. Wir müssen unsere Social Batteries wieder ein bisschen aufladen. Aber es war auf jeden Fall sehr, sehr schön. Wir hatten sehr viel Spaß und ja, das war quasi eigentlich schon, war das schon, kann man sagen, der Sommer? Nee, August kommt ja eigentlich noch, also August ist, da kann ich noch meine Sommerhoffnung reinsetzen. Also ja, wie auch immer. Das waren Juni und Juli und nächsten Monat kommt dann der Vlog hoffentlich ganz normal wieder in einem einzelnen Monatsvlog für den Monat August. Und ja, dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns im nächsten Monat wieder. Tschüss!
Leute.